Hallo, meine lieben Agents da draußen. Grüße gehen raus. Hier ist euer Blackie und zwar wieder mit einem neuen Set. Und diesmal habe ich mich ein bisschen an eure Wünsche gehalten. Und zwar habt ihr euch Folgendes gewünscht. Bam! Ich sollte mit einem MP arbeiten. Also erste MP und zweite ist eigentlich egal. Ich habe mich trotzdem dann für der Mob entschieden. Die zweite Waffe ist die TDE Card, die angepasste mit dem plus 1 Fertigkeitenrang. Und dann habt ihr euch noch gewünscht, dass ich mit Turm und Drohne arbeiten soll. Das ist gewährleistet. Aber nicht komplett auf Gelb, sondern auch mit Rot und Blau. Also, ihr wolltet ein Damage-Bild mit Turm und Drohne und gleichermaßen aber auch tanky, relativ tanky, was da halt dann noch möglich ist. Deswegen habe ich mich auch entschieden, Memento mit reinzunehmen. Wir haben die bekannten Todeshände mit dabei. Rüstung durch Kills natürlich und Fertigkeitenschaden. Dann habe ich mich entschieden, tatsächlich Wyvernware mit reinzunehmen. Man kann aber auch hier einen Kompromiss eingehen, und zwar, wenn man das wechseln möchte. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe das sogar auch parat. Wenn wir noch Cheshka mit reinnehmen, und zwar diese Variante. Das könnt ihr auch machen, dann habt ihr halt ein bisschen mehr Chance. Ich zeige euch gleich die Werte der Waffe, aber so wie es jetzt ist, bin ich zufrieden. Deswegen ist kein Cheshka hier dabei. Wenn ihr mit MP arbeitet, ihr kriegt Chance auf kritische Treffer 20,5, also 21%. Von daher braucht man nicht unbedingt Cheshka in den Set-Teilen dabei zu haben. Dann habt ihr euch noch gewünscht, dass ein perfekter Entdecker mit dabei sein soll. Ja, also viele Wünsche zusammenkomprimiert und dass man das Bild auch mit einem Schild spielen kann. Ja, kann man auch. Habe ich auch ausgetestet, aber ich bin ja kein Schildspieler. Hab's aber eine Runde ausgetestet. Es geht. Ist sehr gut sogar. Ne? Ihr habt volle Schildstärke. Durch die Gelb- und Blauanteile kriegt ihr die volle Schildstärke. Und das macht natürlich auch ein bisschen Spaß, wer mit Schild spielen möchte. Aber meins ist es halt nett. Ne? Also, noch einmal zusammengefasst. MP ist dabei. Wir haben Sokolov dabei, damit die MP nochmal Damage bekommt. Und zwar alles komplett auf Rot gerollt. Dann haben wir Utsina Getica, weil ihr euch gewünscht habt, perfekter Entdecker soll mit dabei sein. Das geht halt nur auf dieser Brust. Wir kriegen dann halt nochmal plus 5% Rüstung gesehen. Nehmen wir jetzt mit als Bonus. Dann habe ich mich entschieden, Grupo mitzunehmen. Erster Bonus ist natürlich 15% Schaden durch kritische. Und da ist auch Waffenhandling dabei. Schadet uns nicht. Hätte ich aber auch gerne mit Chance genommen. Dann wären wir nämlich fast im Cap mit Chance. Ansonsten die Werte von den anderen Set-Teilen wisst ihr schon. Die Mods sind alle Schaden durch kritische Treffer. Ja. Jetzt zeige ich euch ganz kurz mal die Werte von der MP. Wir sind bei 52,5% Chance auf kritische und 142,7% Schaden durch kritische. Das ist natürlich enorm. Das ist richtig enorm. Die Waffe hat tatsächlich, und das ist jetzt auch wichtig für euch, die Mods. Also, wir haben einmal im Visier 20% optimale Reichweite, ist wichtig. Dann haben wir 5% Chance auf kritische. Dann Impuls Laserpointer müssen wir haben, damit die mehr Gegner markiert sind und wir dadurch die Brust aktivieren können, also die 20% Damage on Point. Und dann haben wir natürlich noch plus 20% Patronen. Ja. Wir benutzen die Vector SBR 45 ACP. Da sind 45 Kugeln im Magazin drin. Ja, man könnte auch noch andere nehmen, aber dann habe ich das Problem, ich kann dann halt, wie heißt es, den den Impuls-Laserpointer nicht mehr ausrüsten. Das geht nicht. Ne? Also deswegen auch die Wahl, warum wir den Techniker haben. Der Techniker hat jetzt hier tatsächlich viele Vorteile. Natürlich hier erstmal für euch die Bonis aktivieren, die ihr braucht für die Waffen.
Der nächste Boni ist, dass wir hier 10% Fertigkeitsschaden nochmal dazu on point haben. Sie erhalten 15% Bonus Rüstung, wenn sie mit einer Fertigkeit zielen. Ist jetzt nicht so wichtig für uns hier. Das andere ist +1 Fertigkeitenrang. Das heißt, ich kann etwa nochmal ein rot oder blauer Kernattribut drauf tun, ohne dass ich halt von den gelben Attributen einbüße. Reparaturkit wirkt auch auf verbündete Fertigkeiten, Helfer in 10 Meter rein. Das ist jetzt auch nicht so wichtig gewesen. Ne? Also wichtig ist tatsächlich für diesen Set Fertigkeiten Schaden und +1 Fertigkeiten Rang und das andere nicht. Ja. Und der Laserpointer halt. Ne? Das ist das, was auch wichtig ist. Damit wir von der Brust den perfekten Entdecker aktivieren können. Also, sobald jemand mit der Waffe angezielt wird, ist er markiert und alle Markierten können wir dann halt 20% mehr Waffen- und Fertigkeiten Schaden machen. Also das ist natürlich richtig nice. Arbeitet einmal für die Waffe, das Set, und einmal natürlich für die Fertigkeiten. Ja, bei den Fertigkeiten haben wir die folgenden Mods, könnt ihr dann halt sehen. Schaden, Lebensenergie und Fertigkeitentempo. Und bei der Drohne haben wir Wirkzeit, Lebensenergie und Schaden. Ja, viele haben gesagt, ey Blackie, du gehst gerne gar nicht auf deine Mods ein. Ja, manchmal vergesse ich das, aber schreibt es mir in die Kommentare, mein Lieben. Und nochmal herzlichen Dank für den ganzen Support. Der ist richtig phänomenal. Kuss geht raus. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, bitte ein Abo dalassen, Glocke aktivieren. Ihr wisst, wie es ist, und die Videos gut bewerten, damit das im Algorithmus zu finden ist. Und natürlich Kommentare immer herzlich willkommen. Wenn ihr auch, wie jetzt dieses Set zustande gekommen ist, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dass ich für euch bauen soll, mal angehen soll, meine Variante zeigen soll, oder wenn ihr eine Variante habt, dann schreibt es mir einfach in den Kommentaren, mein Lieben, ja? So, das war's eigentlich zur Set-Erklärung. Ja, also Granate haben wir jetzt hier tatsächlich, die EMP. Ihr könnt aber bekanntlich auch eine Sprenggranate mitnehmen. Ja? Also die Erklärung ist folgende. Wichtig ist, dass wir Schaden mitnehmen. Wichtig ist, dass wir Fertigkeiten-Damage bekommen. Wichtig ist, dass ich pro Kill Rüstung wieder zurückbekomme. Wichtig ist, dass Memento mich dann zum Durchdrehen bringt. Wir haben nochmal MP-Schaden-Bonus durch die Maske. Wir haben Sokolov mit dabei. Und dann haben wir nochmal Uzini Getica für die 20% mehr Damage. So, und jetzt gehen wir raus, ausrasten. Meine Lieben, ihr wisst, wie es ist. Wir gehen immer random rein. Für euch ist es Pre-Live, bei mir ist es jetzt natürlich live. Ich schneide nichts. Ich zeige euch so, wie es ist. Jetzt gucken wir uns mal die Mission an, wo wir rauskommen. Letztendlich geht es darum, euch auch zu zeigen, dass die Sets überall gleich arbeiten. So. Sind wir hier drin. Ist nicht meine Lieblingsmission, aber ist halt so. Ist kein Wunschkonzert. Wenn mir das zu lange dauert, werde ich rausgehen, meine Lieben. Das habe ich jetzt mir so angewöhnt, wenn ich merke, die Teams brauchen einfach zu viel. Was will der denn jetzt hier? So. Die sind nicht nach vorne gegangen. Aber wir haben einen 600er, 400er und 15.000er. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das Team jetzt arbeitet. Aber ich kann ja mit jedem arbeiten, das wisst ihr mittlerweile. Und wir wachsen sehr, 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 sehr gut auf YouTube. Nochmal herzlichen Dank dafür. Für den super, super genialen Support von euch. Das letzte Video ist ja durch die Decke gestartet. Ja. Hat euch sehr gefallen. Auch von den Feedbacks her. Dankeschön für die ganzen Kommentare. Und natürlich für die Likes. Wir haben hier 2 Direktive an. Ist aber gar kein Problem. Wir müssen uns jetzt ja auch für die andere Seite konzentrieren.
Und dann wird das schon seinen Lauf nehmen. Ich habe das Gefühl, dass das Team nicht einen guten Damage-Output hat. Aber es ist egal. Memento ist ja auch noch nicht aufgeladen. Wir kümmern uns jetzt um den Dicken hier. Und ihr seht ja, die Damage-Zahlen, die gehen schon richtig nach oben. Das macht Laune. Jawohl. Da ist einer an der Tür. Aber er ist lost. Nehmen wir die dann noch mit. Übrigens, wir haben goldene Kugel-Event. Und manchmal dreht das halt dementsprechend durch, wenn du goldene Kugel aktiv hast. Aber soll euch jetzt nicht beeindrucken. Wichtig ist, dass ihr das Set im Teamplay sehen könnt, wie es arbeitet und agiert. Und die Damage-Zahlen sind für euch wichtig. Ne, wir arbeiten jetzt ausschließlich only MP, damit ihr sehen könnt, es war nämlich so von euch gewünscht, Blackie, wir wollen MP-Dingens sehen. Gameplay. Dann sollt ihr es natürlich auch bekommen. So, ich werde mal hier an der Front bleiben. Damage Output ist da, würde ich sagen, jetzt. Jawohl. Ah, den treffe ich so nicht. Schade. Schade, Marmelade. Ade, Made. Sehr gut. Ja, ich glaube, das war's. Ja, wie gesagt, wenn die goldene Kugel aktiv ist, dann geht's hier richtig zur Sache. Aber ist ja nicht immer aktiv, das heißt, ihr könnt sehr gut beobachten, wenn die Kugel nicht aktiv ist, was dann hier abgeht. Ist auch einer meiner Lieblings-Events tatsächlich. Das Wächter-Event ist auch sehr angenehm, aber nicht so effizient, sagen wir mal so, wie goldene Kugel. Aber das soll jetzt uns auch nicht kümmern. Wir geben ja jetzt kein Urteil ab, welches Event am besten ist. Ich wollte es nur mal kurz einwerfen. Also meiner Meinung nach, dass dieser Damage-Output, den wir haben, ist sehr nice. Weil Turm und Drohne arbeiten ja auch aktiv. Machen ja auch nochmal Damage des Grauens. So, und auch los, Lost. Ja, das Video wird jetzt sofort von mir online gestellt. Ja, diesmal warte ich, bis es eine HD-Qualität hat. Und ich habe eine Dämpfung im Mikro, dass man meinen Controller nicht mehr hört. Ne? Das war ja auch, wurde auch mal bemängelt beim letzten Video. Ey, Blackie, was ist das eigentlich, was andauernd da bei dir rumklickt? Ja, tut mir sehr leid. Aber das haben wir jetzt abgestellt. Aber danke nochmal für den Hinweis. Durch den Hinweis habe ich es jetzt natürlich auch etwas schneller abgestellt. So. Ja, Damage Output ist da. Der Flow ist relativ gut. Das heißt, wir haben eine gute Geschwindigkeit. Obwohl wir ein 600er, ein 400er haben, arbeite ich eh gerne mit Low SH-Dealern. Ja, die High SH-Dealer sind so ein bisschen abgehoben, möchte ich sagen. Sie wollen nicht mehr arbeiten. Sobald es schwierig wird, liefen die, etc. etc. Und ja. Das darf natürlich nicht sein. Ne? Sowas darf nicht sein. Muss ja auch ein bisschen auch als Vorbild agieren. So, bitte nicht vor mir stehen, das wäre herzallerliebst. Und je mehr wir Memento Power haben, ne, desto mehr drehen wir durch.
Kurz gucken, wen ich anvisieren soll, aber der Dicke war schon, glaube ich, das Richtige. Man muss sehr viel nachladen mit dieser Variante, wie ich gerade spiele. Und da ist auch Waffenhandling gar nicht mal so schlecht, weil viele wissen es nicht. Waffenhandling ist unter anderem auch mit dafür verantwortlich, dass du schneller nachladen kannst. Ne? Präzision, dies, das. Das war's schon wieder. Ich bin ja gar nicht warm geworden. Also ich glaube, es ist mir sehr gut gelungen, nach euren Vorgaben ein Set zu bauen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und das können wir in Zukunft gerne so beibehalten. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, einfach in die Kommentare rein. Ich werde es mir durchlesen. Was machbar ist, werde ich machen. Was nicht machbar ist, dann ist es halt so eben so, ne? Dann ist das halt eben so, meine Lieben. So. Ja, aber dieses Set, muss ich ehrlich sagen, ist, ja, macht mir Spaß zu spielen. Ist auch vom Handling sehr angenehm. Also ich habe das ja als auch ohne Event gespielt. Sehr, sehr nice zu spielen. Dass sie immer vor mir stehen müssen, ne? Da wirst du wahnsinnig irgendwann. Aber gut. Passiert. Spielst halt mit Randoms. Und wenn du mit Randoms spielst, musst du damit halt dich abfinden. So, die wollen hier bestimmt looten, so wie ich die kenne. Wollen nicht looten. Okay. Umso besser für mich. Ich glaube, ganze Mission werde ich nicht spielen. Ihr sollt ja so ein bisschen den Einblick haben, was mit dem Set möglich ist und was das Set gerade leistet. Also ich muss immer sagen, ich war immer Top Number One Damage Dealer. Und wichtig ist auch zu wissen, das Bild ist besser als mit jeder Glaskanone. Glaskanone ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig mit Randoms zu spielen. Machbar, aber schwierig. Und von daher ist diese Variante... Ja, du kriegst halt nicht so viel Damage rein, ne? Bei Glaskanone kriegst du 50% mehr Damage rein, ne? Das ist schon allerhand. Ne? Und bei der perfekten noch mehr. Ich glaube, da kriegst du 60% Damage Input. Deswegen finde ich die Variante, die wir jetzt gerade hier haben, sehr angenehm zu spielen. Ihr könnt es durchaus mal selber ausprobieren. Wie gesagt, ich mache es ja für euch. Ich teste es für euch ein Bild. Und wenn ich damit zufrieden bin, könnt ihr es gerne auch spielen. Es ist auf jeden Fall ein Damage-Dealer-Set, aber ein bisschen anders gebaut. Also, ich bin halt mitverantwortlich mit Turm und Drohne plus meiner MP, den Damage-Wert hochzuhalten für die Randoms. Und natürlich, ihr könnt es natürlich auch mit Freunden, Clan, mit Brüdern und Schwestern spielen. Aber da ich ja gerne viel mit Random spiele, sind das natürlich die Maßgaben, dass man halt ein Set hat, mit dem man mit jedem spielen kann. Ne? So, ihr seht ja auch selber, es geht hier richtig nice, obwohl ich etwas schwächere Agents dabei habe, also vom SHD her. Heißt nicht, dass sie schlechter sind, aber die Uhr ist halt nicht komplett gebaut. Ne? Und das meine ich damit, wenn ich das sage. Ja, by the way, nächste Projekt steht auch schon an. Ist in der Pipeline, ist in der Mache. Und es kommt jede Woche mindestens ein Video, eventuell auch zwei. Es kommt natürlich immer drauf an, wie viel Kapazität ich frei habe. Ich streame ja auch auf Twitch, also wenn ihr mich auch in Action sehen wollt, Live-Action, dann kommt gerne auf meinen Twitch-Kanal, ist auf jeden Fall hier unten verlinkt. Und da können wir uns auch natürlich nett unterhalten im Chat. Warum bleibt der so lange eigentlich daran immer kleben? Ich verstehe es bis heute nicht. Ja, dann können wir. Und ihr könnt auch mit mir zusammen zocken. Ja, also wenn ihr Bock drauf habt, können wir auch zusammen zocken, egal was es ist.
heroisch, legendär. Ich mache alles mit. Ich kann auch alles spielen, also es ist egal welches Set ihr spielt, ich kann mich auch anpassen. Ich muss jetzt nicht irgendwas irgendwie spielen. Oder? So, den habe ich. Hauptsache, ihr seid mit eurem Wunschset bei mir dann drin. Und ihr könnt auch gerne zu mir in den Discord kommen. Der Discord-Link wird jetzt neuerdings auch unter den Videos zu sehen sein für euch. Dann könnt ihr natürlich immer reinjoinen. Aktuell war es ja immer so, immer wenn ich auf Twitch live war, konntet ihr auch den Key bekommen. Jetzt kriegt ihr auch den Key, wenn ich nicht live bin. Spannend. Einige haben das halt haben gefragt, wo mein Discord ist, etc. Ja, und dann gehen wir natürlich drauf ein, auf die Community. Ihr könnt ja auch zu mir in den Discord kommen. Kommt schon. Der geht aber relativ schon schnell down, ne? So. Ich mag das übrigens, wenn ich so goldig leuchte. Genau mein Ding. So, Memento ist schon längst aufgeladen, sehe ich. Wenn Memento aufgeladen ist, dreht man automatisch mehr durch als üblich. Ein Loot, ne? Aber mittlerweile haben wir, muss ich sagen, schönen Killspeed. Ja, der eine oder andere will jetzt sagen, ja, durch Eventblöcke. Ja und auch nein. Ich habe es ja auch mal ohne Event gespielt. Und nicht immer hast du ja die goldene Kugel. Also der Killspeed ist mit und ohne Event immer on top. Zumindest war es in den letzten Male so, wo ich dann halt auch gespielt habe, wo ich das Set gebaut habe. Ich musste natürlich auch erstmal testen, ob ich da was für euch finde, was euch dann zufriedenstellt mit den Anforderungen. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall, hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Mache ich ja nicht immer, aber wir können das ja gerne machen. So von der Community, wenn irgendwas kommt, dass ich dann halt für euch ein Set baue. Also nach euren Maßgaben. Und wie gesagt, ich baue für Profis, ich baue für Anfänger, ich baue für Gelegenheitsspieler. Und ich baue meistens Sets, wo jeder mit klarkommt. Manche Sets sind sehr speziell, ja, das stimmt. Aber es kommt ja auch immer drauf an. Es gibt hier Agents, die sind von Stunde 0 an dabei. Da muss denen auch irgendwas zeigen. Ne? Ja, logisch. Kommt der von der Seite, Bruder? Was war denn mit dem los? Sehr nice. Also ihr seht, ich unterhalte mich mit euch schön gepflegt und nebenbei wird gekillt. Also da habe ich gar keine Schwierigkeiten. Es gibt auch Builds, da kannst du nicht reden, da musst du höchst konzentriert sein. Hier überhaupt nicht. Auch selber jetzt gesehen, ne? So, er macht Lootfenster auf, da habe ich keinen Bock drauf, sonst selber looten. So, wenn die Stage erledigt ist, gehen wir raus, mein Lieben. Sonst wird das Video zu lang. Ihr wisst, ich schneide nicht. Ihr sollt ja auch nur sehen, wie das Set arbeitet, in welcher Konstellation es arbeitet, etc. etc. Ich habe hier wieder keine Schlüssel. Ah, wie eine Kirchenmaus, der Blackie. Aber wir haben keine Agents gehabt, ne? Schade. Agents habe ich auch schon gemacht mit diesem Set. Hat wunderbar funktioniert. Ja, also für die Leute, die das gerne mit Schild spielen wollen, ihr könnt es gerne mit Schild spielen. Habe ich auch selber ausprobiert. Mit Schild und Drohne oder mit Schild und Hive, ne? Werkmeister Hive natürlich. Dann seid ihr noch tankiger und könnt marschieren wie ein Tank. Oder hat er nicht gesagt? Doch. So, jetzt kommen sie von rechts zuerst. Ne? Ja, ich werde jetzt von hier aus arbeiten. Ich gehe jetzt nicht nach vorne. Wichtig, dass ich sie erstmal markiere.
Und die sterben nicht so schnell, was ich auch zurückheilen. Nämlich, die Direktive ist an. Seht ihr ja oben. Normalerweise gehen die noch schneller down. Ja, also, das ist schon auch durch die Direktive, dass es ein bisschen länger dauert. Es dauert nicht sehr lange, aber ein bisschen halt. Ne? Und deswegen habe ich auch diese Mod reingesetzt, also für die Waffe. Optimale Reichweite, dass ich auch halt hier hinten stehen kann und weiter Terror machen kann. Ja? So. So, ich habe die jetzt hier begleitet. Das war's dann. Hab die gut unterstützt. So, dann gehen wir hier raus. Ihr habt es gesehen, Gruppe verlassen. Und also wir können zufrieden sein mit dem Set, ne? Wir können auf jeden Fall zufrieden sein. Der Damage ist on point. Also, ihr könnt das sehr gerne nachbauen. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, welche Alternative man hat. Ob man jetzt Tschechka braucht oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Ich habe gesagt, nein, ich brauche keinen Tschechka. Ich bin mit den Werten zufrieden. Aber wenn ihr der Meinung seid, ihr braucht im Set einen Tschechka, dann macht das. Die Werte von meiner MP sind 52,5 und 142,7 Schaden durch kritische. Das reicht für mich komplett aus. Ne? Ich habe jetzt hier auch einmal Waffenhandling. Wenn ich jetzt Waffenhandling raus hätte, wäre ich auch sogar fast im Cap. Also von daher, mein Lieben, lassen wir die Kirche im Dorf. Also, ihr könnt es gerne mit Schild spielen und Drohne oder Schild und Werkmeister. Ja, hab beides funktioniert, hab beides getestet. Sogar sehr angenehm, aber um den richtigen Damage-Output zu haben, also immer Top Number One in den Teams zu sein, empfehle ich euch natürlich Turm und Drohne. Wir haben 5er-Rang. Ja, das heißt, für einen 6er-Rang hat es leider nicht gereicht, aber 5er-Rang, es reicht immer noch. Ne? Wir haben 81,7 Schaden bei dem Turm und wir haben 51,0 Periode bei der Drohne. Das reicht, Leute, das reicht. Ihr seht es ja selber. Und wenn Memento voll ist, da kommt ja auch nochmal Damage Support, ne? Also hier Memento Damage Support. Wir bekommen hier nochmal perfekt Entdecker Damage Support. Was wollt ihr denn da noch? Also, alle eure Maßgaben, Vorgaben habe ich eingehalten. Ich hoffe, es ist für euch angenehm. Und ja, ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr Rot nehmen. Zum Beispiel Grupo hier komplett auf Rot. Dann seid ihr im Vierer-Rang. Und das habe ich gemerkt. Ne? Also, wenn du Vierer-Rang spielst, merkst du dann schon den Damage-Abfall. Das ist ein guter Kompromiss. Fünfer-Rang und fast 80k Gesamtschaden bei der MP. Das reicht vollkommen aus. Wichtig sind die Chance- und Damage-Werte bei der Waffe. Ja, bei der MP. Und das habe ich eingehalten. So. So, meine Lieben. Jetzt kommen wir zum Ende. Wenn ihr weiterhin mich supporten wollt, macht das bitte. Daumen hoch nicht vergessen. Kommentare herzlich willkommen. Wer noch kein Abo hat, bitte ein Abo da lassen. Kuss geht raus an alle Supporter bis jetzt. Und Glocke aktivieren nicht vergessen, Leute. Dann seht ihr auch, wann ich wieder ein neues Video hochlade. So, Kuss geht raus. Macht's einen schönen Tag oder Nachmittag oder einen Abend. Weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut. Bleibt mir wohlgesonnen. Ich sage ciao mit Au. Wir sehen uns. Haut's rein!